Die Raumfahrt-News im Überblick. Starship nach FAA-Untersuchung kurz vor Start. Ariane 6 feuert zum ersten Mal. Indien landet unbemerkt direkt zum zweiten Mal auf dem Mond. Jetzt offiziell, das SLS ist der NASA zu teuer. Auch Japan startet erfolgreich die Woche einen Mondlander. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen klären wir heute. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Montag, den 4. September, hat SpaceX aus dem Kennedy Space Center in Florida eine Falcon 9 mit Starlink-Internetsatelliten gestartet. Am Dienstag, den 5. September, ist von Jiuquan in China eine Lange Marsch 4C mit Yaogan Erdbeobachtungssatelliten gestartet. Auch am Dienstag, auch aus China, oder besser chinesischen Gewässern, das Raketen-Startup Galactic Energy hat zum ersten Mal seine Ceres-1-Rakete von einer Startplattform im Meer gestartet. Am Donnerstag, den 7. September, ist von Tanegashima in Japan ein H2R mit dem Röntgen-Weltraumteleskop XRISM gestartet. XRISM soll untersuchen, wie sich Materie und Energie durch Galaxien bewegen und soll so Erkenntnisse über die Entwicklung des Universums liefern. Auch dabei der Mondlander SLIM. Der 200 Kilogramm schwere Lander SLIM soll ein kleines, leichtes Landesystem und eine punktgenaue Landung demonstrieren. Am Freitag, den 8. September, hat Virgin Galactic sein Spaceship Two gestartet. Suborbitales Touristenvergnügen, aber aus mir spricht da bestimmt nur der Neid für einen bestimmt aufregenden Ritt. Den Wochenabschluss macht am Samstag, den 9. September, SpaceX mit einem weiteren Starlink-Start von Cape Canaveral aus. Hier eine Korrektur zu den News letzte Woche. Ich hatte fälschlicherweise gesagt, dass die Laserterminals des Transport- und Tracking-Layers Zero für die US Space Force, genauer die Space Development Agency, von der deutschen Firma Mynaric kommen. Das stimmt nicht. Mynaric liefert über die amerikanische Firma Raytheon Laserterminals für die Tranche 1 des Tracking-Layer-Programms. Bei Tracking Layer Zero war ich wenigstens bei deutscher Technik richtig. Die Laserterminals kommen von der deutschen Firma TESAT, die zum Airbus-Konzern gehört. Die SpaceX Dragon-Kapsel Endeavour ist mit der vierköpfigen Crew-6-Besatzung heil auf der Erde angekommen. Die NASA Crew 6 um den Kommandanten Stephen Bowen kehrte nach 185 Tagen im All, größtenteils davon an der ISS, zurück und landete am Montag früh im Atlantik vor Florida. Damit schloss SpaceX übrigens seinen ersten kommerziellen Crew-Vertrag mit der NASA ab. Aber keine Angst, Crew 7 ist ja schon an der ISS und SpaceX hat mindestens 8 weitere Crew-Rotationsmissionen zur ISS für die NASA in den Büchern. Südafrika schließt sich dem von China geführten Projekt für eine Mondbasis an. Die Vereinbarung sieht eine umfassende Zusammenarbeit zwischen der China National Space Administration (CNSA) und der South African National Space Agency (SANSA) vor. Ja, das Projekt, das zielt darauf ab, bis in die 30er Jahre eine permanente Mondbasis zu errichten und wird als China geführtes Parallelprojekt und potenzieller Konkurrent des amerikanisch geführten Artemis-Programms angesehen. Die US-geführte Artemis-Initiative wurde bisher von 28 Ländern unterstützt, beziehungsweise 28 Länder haben das Artemis-Abkommen bisher unterzeichnet, was ja die politische Grundlage für die weitere Exploration und den Ressourcenabbau im Weltraum regeln soll. Hochpolitisch das Thema und oft werde ich gefragt, warum Deutschland nicht Teil des Artemis-Programms oder der Artemis Accords ist, obwohl Deutschland der größte ESA-Beitragszahler im Artemis-Programm ist. Es zeichnet sich nun ab, dass in den kommenden Wochen eine feierliche Unterzeichnung der Artemis Accords durch Deutschland stattfinden könnte. Sein blaues Auge hat Scholz ja vielleicht bei den Artemis-Verhandlungen bekommen. Spaß beiseite und Genesungswünsche an den Kanzler. Apropos schwarze Augen, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, ich bin zwar fasziniert von unserem Universum, aber noch mehr kann ich in Technik versinken, die uns ermöglicht, da rauszugehen. Trotzdem überkommt mich ab und zu besondere Begeisterung, wenn es gute Bilder und Animationen vom Universum gibt. Diese Woche hat es mich bei dieser NASA-Animation gepackt. Es zeigt ein schwarzes Loch in einer weit entfernten Galaxie, das wiederholt an einem sonnenähnlichen Stern knabbert. Alle paar Wochen kommt der Stern dem schwarzen Loch so nahe, dass eine Masse, die dem Dreifachen unserer Erde entspricht, für immer verschluckt wird. Wie unbedeutend und klein wir im Vergleich zum Universum doch sind. Die indische Raumfahrtbehörde ISRO hat den Vikram-Lander am späten 3. September in den Schlafmodus versetzt. Das Ganze passierte, nachdem die ISRO den Pragyan-Rover einen Tag zuvor schon heruntergefahren hatte. Die ISRO hofft, dass der Lander Ende September nach der zweiwöchigen Mondnacht wieder aktiviert werden kann. Obwohl weder der Lander noch der Rover über Systeme zur Warmhaltung verfügen und die Temperaturen auf bis zu minus 190 Grad Celsius fallen können. Die ISRO hat nun einen weiteren Erfolg zu vermelden, nachdem die Rampe zum Absetzen des Pragyan-Rovers, ein Seismometer und ein Experiment zur Messung der Temperatur des Mondbodens eingeklappt wurden, hat der Vikram-Lander einen kurzen Hüpfer durchgeführt. Die Landesonde, die ohne Treibstoff 626 Kilogramm wiegt, ist mit ihren eigenen Triebwerken 40 cm aufgestiegen und anschließend in 30 bis 40 cm Abstand zur ursprünglichen Landestelle wieder aufgesetzt. Spiegel Online schrieb so treffend: nur ein kleiner Hüpfer für einen Roboter.
Und wenn das nicht #Apollo-Moment ist. Damit habe übrigens der Vikram-Lander laut der ISRO die Missionsvorgaben weit übertroffen. Da wurden mit Sicherheit auch wichtige Flugdaten gesammelt. Die könnten für Probenrückkehrmissionen interessant sein, aber auch propulsive Logistik auf dem Mond ist aktuell ein Riesenthema. Fun Fact: Theoretisch ist damit Indien dann doch sogar schon die zweite Landung auf dem Mond geglückt, oder? In your face! Japan, Israel und Russland, deren Landebemühungen waren ja bisher alle etwas härter. Wobei sie es immerhin versucht haben. Europa und Mond? Aktuell Fehlanzeige. Klar, wird sich das in den nächsten Jahren ändern. Aktuell bekommt man bei DLR und ESA, glaube ich, für alles Forschungsgelder, wo Mond draufsteht. Der Fachterminus heißt dann, glaube ich, FOMO. Für die meisten vermutlich wenig überraschend, das SLS-Programm ist bei den aktuellen Kosten für die NASA nicht finanzierbar. Wie Eric Berger von Ars Technica berichtet, hat die Bundesbehörde zur Überprüfung der Effizienz der Verwendung von Steuergeldern in den USA in einem neuen Bericht festgestellt, dass NASA nicht transparent genug über die wahren Kosten des SLS-Raketenprogramms berichtet. Der am Donnerstag veröffentlichte Bericht hat die Milliardenbeträge, die von der NASA bisher in die Entwicklung des SLS investiert wurden, untersucht. Die NASA äußert sich zu dem Bericht und sagt, dass die Rakete zu teuer sei, um die Bemühungen des Artemis-Programms zur Erforschung des Mondes zu unterstützen. Das Government Accountability Office äußert ernsthafte Bedenken, ob es der NASA gelingen wird, die Produktionskosten des SLS einschließlich der Kernstufe und Raketentriebwerke für zukünftige Starts zu verringern. Europa ist zu Recht sehr stolz auf sein Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Aus genau dem ist Großbritannien mit seinem EU-Austritt rausgeflogen. Zwar ist UK ESA-Mitglied, Copernicus aber ist ein EU-Projekt. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass es eine Einigung gibt, die Großbritannien wieder zum Teil von Copernicus macht. Die Ankündigung enthält nur wenige Einzelheiten darüber, wie das Vereinigte Königreich wieder vollständig ins Copernicus-Programm integriert werden soll. Es wurde nur mitgeteilt, dass ab dem 1. Januar Wissenschaftler wieder Zugang zu den Daten erhalten und das britische Unternehmen sich an Ausschreibungen beteiligen könnten. Wundert mich etwas, weil, soweit ich weiß, sind die Copernicus-Daten so oder so weltweit frei verfügbar. Dass britische Unternehmen ein Interesse daran haben, sich an den Copernicus-Ausschreibungen zu beteiligen. Das glaube ich sofort. Übrigens auch aus dem europäischen Satellitennavigationssystem Galileo ist Großbritannien mit seinem EU-Austritt geflogen. Da das aber noch nicht voll einsatzbereit ist und die Starts der nächsten Satelliten dank europäischer Launcherkrise sich verzögern, vielleicht auch eine Sorge weniger für Großbritannien. Die Launcherkrise in Europa ist hoffentlich bald zu Ende. Einen Schritt in die richtige Richtung gab es am 5. September. Da führten laut ESA Teams der französischen Raumfahrtagentur CNES und der Ariane Group unter der Leitung der ESA eine vollständige Startsequenz der Ariane 6 durch. Das Ganze endete mit der Zündung des Vulcain 2.1 Triebwerks der Zentralstufe zu einem statischen Feuertest mit einer Brenndauer von 4 Sekunden. Der nächste Meilenstein besteht laut ESA darin, einen Langzeit-Heißstarttest der Kernstufe durchzuführen, bei dem das Vulcain 2.1 Triebwerk etwa 8 Minuten lang betrieben wird. Ariane 6 für mich emotional ein ganz schwieriges Thema, weil auf so vielen Ebenen Fehler passiert sind, die die europäische Raumfahrt nachhaltig lähmen. Hilft aber alles nichts, das Ding muss jetzt fliegen. Wie mein Kumpel Andrew Parsonson berichtet, hat die Ariane Group Tochtergesellschaft Maya Space erfolgreich den ersten kryogenen Test der zweiten Stufe seiner Maya-Rakete durchgeführt. Ja, das Fahrzeug, das soll in der Lage sein, bis zu 1500 Kilogramm Nutzlast in den Orbit zu befördern, wenn es weggeschmissen wird, oder 500 Kilogramm, wenn die erste Stufe wiederverwendet wird. Der Erstflug von Maya wird voraussichtlich Ende 2025 stattfinden. Ein zweiter Prototyp der zweiten Stufe von Maya wird ebenfalls hergestellt. Dieser Prototyp, der soll dann für einen statischen Feuertest Anfang 2024 verwendet werden. Aber eine Oberstufe allein bringt einen ja nicht in den Orbit. Die erste Stufe der Maya-Rakete, die wird vom Themis-Booster abgeleitet. Themis ist ein ESA-Projekt für die Entwicklung für eine einstufige wiederverwendbare Suborbitalrakete, mit der das propulsive Landen erprobt werden soll. Kurz meine Meinung: Erst einmal super cool, dass jetzt auch in Europa beim Thema Wiederverwendung Schub gegeben wird. Was mir da ein bisschen bitter aufstößt, die ESA ist erst dann auf den Zug New Space aufgesprungen, nachdem das Thema in Deutschland gepusht wurde, und irgendwie auch schwierig, dass die Ariane Group in den letzten Jahren keine Gelegenheit ausgelassen hat, gegen die Microlauncher und Wiederverwendung zu ätzen. Und jetzt mit ESA-Geldern, Themis und das Prometheus-Triebwerk, sind ja schließlich ESA-Projekte, und viel Hilfe vom französischen Staat genau das macht, was andere europäische Mikrolauncher mit überwiegend privaten Geldern versuchen. Wen das Thema europäische Raumfahrt mehr interessiert, dem lege ich wirklich sehr EuropeanSpaceflight.com ans Herz. Andrew Parsonson, der macht da als Ein-Mann-Armee einen viel besseren Job als alle amerikanischen Raumfahrtpublikationen zusammen. Es ist viel passiert die Woche im Starship-Programm. Das hatte ich gestern schon in einem Brennpunkt thematisiert. Wenn du den schon gesehen hast, dann kommt jetzt nichts mehr Neues für dich. Für alle anderen freut euch hier jetzt auf alles, was die Woche im Starship-Programm von SpaceX wichtig war. Was für eine Woche in der Starbase. SpaceX hat die Vorbereitung für den zweiten Testflug seiner Starship-Rakete abgeschlossen.
Zumindest hat das Elon Musk auf X bekannt gegeben, nachdem auch die Starship 25 Oberstufe erfolgreich auf den Super Heavy Booster Nummer 9 gestapelt wurde. Weiter fügte Elon Musk hinzu, das Starship sei startbereit, warte aber noch auf die Genehmigung der amerikanischen Bundesluftfahrtbehörde FAA. Für alle amerikanischen Raketenstarts erteilt die ja die Erlaubnis und ist auch zuständig für die Untersuchung von Zwischenfällen und Unglücken, die die Luftfahrt betreffen. Ja, und Raumfahrt ist ja bis zu einem gewissen Punkt ja auch Luftfahrt. Doch würde es mich ja nicht wundern, wenn es demnächst in den USA eine eigene Behörde für Raketenstarts geben wird, weil es so viele Starts ja einfach gibt. Wie auch immer, der Tweet von Elon Musk war flankiert von mehreren tollen Bildern und Videos, die das Zusammensetzen, das sogenannte Stacking, gezeigt haben. Wir wissen es nicht auf den Meter genau, aber durch den neuen Hot Staging Ring ist die Rakete auf den Fotos vermutlich mit 121 Metern die größte jemals gebaute Rakete. Und wenn sie mit mehr Triebwerken als beim letzten Mal am 20. April startet, mit bis zu 7600 Tonnen Startschub, auch die schubstärkste Rakete. Ja, ganz cool, neben den tollen Luftaufnahmen, die wir von den Teams vor Ort bekommen, wie RGV oder neuerdings auch von meinem Kumpel Felix von What About It, hat die Woche die Firma Maxar ein Satellitenbild der Startanlagen gemacht. Auf dem Bild sieht die Rakete aus, als warte sie nur auf einen Start. Bevor es soweit kommt, muss natürlich erst die Regulatorik mitspielen. Das weiß auch Elon Musk und daher sein Kommentar, dass man ja auf die FAA warte. Warten kann man eigentlich nicht sagen, denn entgegen mancher Verschwörungstheorien, den Behindern der SpaceX-Arbeiten vermuten, sind die meiner Meinung nach ziemlich fix unterwegs. Ich hatte ja schon darüber berichtet, dass vor einer erneuten Starterlaubnis erst einmal der Abschlussbericht zum letzten Start akzeptiert und dann von der FAA freigegeben werden muss. Zusätzlich, dass sie hier vermutliche Änderungen vorgeben, was zu tun ist, damit es beim nächsten Mal besser läuft und keine Gefahr für die Allgemeinheit von so einem Start ausgeht. Ja, und der Untersuchungsbericht zum letzten voll integrierten Flugtest am 20. April, der wurde von SpaceX vor noch nicht einmal einem Monat am 15. August abgegeben. Und dessen Prüfung hat die FAA diese Woche am Freitag, den 8. September, abgeschlossen. Also kenne ich ja ein paar Behörden, die langsamer arbeiten. Ja, und wir dürfen nicht vergessen, die FAA, die steht da ja unter einem enormen öffentlichen Druck. Klar, SpaceX ist dran, wenn bei so einem Start viel schief geht, aber mit Sicherheit würde man auch fragen und schauen, wer das Ganze denn genehmigt hat. Den Untersuchungsbericht, den konnte ich noch nicht einsehen. Ich gehe davon aus, dass der in Teilen noch veröffentlicht wird. Für euch hier die Übersetzung des FAA-Statements. Die FAA hat die Untersuchung des Unglücks von SpaceX Starship Super Heavy abgeschlossen. Der Abschlussbericht nennt mehrere Ursachen für das Unglück vom 20. April 2023 und 63 Abhilfemaßnahmen, die SpaceX ergreifen muss, um eine Wiederholung des Unfalls zu verhindern. Zu den Korrekturmaßnahmen gehören die Umgestaltung der Flugzeughardware zur Verhinderung von Lecks und Bränden, die Umgestaltung der Startrampe zur Erhöhung ihrer Robustheit, das Einbeziehen zusätzlicher Überprüfungen in den Konstruktionsprozess, zusätzliche Analysen und Tests sicherheitskritischer Systeme und Komponenten, einschließlich des autonomen Flugsicherheitssystems sowie die Anwendung zusätzlicher Änderungskontrollverfahren. Der Abschluss der Untersuchung des Unfalls bedeutet nicht, dass die Starship-Starts in Boca Chica sofort wieder aufgenommen werden können. SpaceX muss alle Abhilfmaßnahmen durchführen, die sich auf die öffentliche Sicherheit auswirken und vor dem nächsten Starship-Start eine Lizenzänderung bei der FAA beantragen und erhalten, die alle Sicherheits- und Umwelt- und sonstigen anwendbaren gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Am Ende also klar der Hinweis auf die Dinge, die laut FAA verbessert werden müssen. Sie sind erst einmal zu korrigieren, was dann ja auch geprüft werden muss. Ja, und erst dann, wenn alle Anforderungen erfüllt sind, kann die FAA den Prozess zum Erteilen dieser Startlizenz überhaupt erst beginnen. SpaceX hat direkt nach dem FAA-Statement seine Webseite aktualisiert und dort findet sich jetzt unter Updates folgender Text. Der erste voll integrierte Flugtest von Starship und Super Heavy war ein entscheidender Schritt, um die Fähigkeiten des stärksten je entwickelten Startsystems weiter voranzubringen. Der erste Flugtest von Starship hat zahlreiche Erkenntnisse gebracht, die direkt zu verschiedenen Verbesserungen beigetragen haben, sowohl am Raumfahrzeug als auch an der Bodenstruktur, um die Erfolgswahrscheinlichkeiten künftiger Starship-Flüge zu erhöhen. Diese Herangehensweise der schnellen, iterativen Entwicklung war und ist die Grundlage für alle größeren neuartigen Fortschritte von SpaceX, einschließlich Falcon, Dragon und Starlink. SpaceX hat die Untersuchungsleistung nach dem Flug unter der Aufsicht der FAA unter Mitwirkung von NASA und dem National Transportation and Safety Board, Nationaler Transport- und Sicherheitsrat, würde ich mal auf Deutsch frei übersetzen, erbracht. Starship und Super Heavy hoben am 20. April 2023 um 8:33 Uhr CT, das ist 15:33 MESZ bei uns, zum ersten Mal erfolgreich von der Startrampe der Starbase in Texas ab. Starship stieg auf eine maximale Höhe von etwa 39 Kilometer über dem Golf von Mexiko.
Während des Aufstiegs kam es zu Bränden aufgrund von auslaufendem Treibstoff im hinteren Teil des Starship Super Heavy Boosters, die schließlich die Verbindung zum primären Flugcomputer des Raumschiffs unterbrachen. Dies führte zum Verlust der Kommunikation mit den meisten Boostertriebwerken und schließlich zum Verlust der Kontrolle über die Rakete. SpaceX hat seither Maßnahmen zur Verminderung von Leckagen ergriffen und die Tests an den Triebwerken und der Booster-Hardware verbessert. Als zusätzliche Abhilfsmaßnahme hat SpaceX das bereits vorhandene Feuerunterdrückungssystem der Super Heavy Boosters erheblich erweitert, um zukünftige Brände in Triebwerksschacht zu verhindern. Das autonome Flugsicherheitssystem, englisch Autonomous Flight Safety System AFSS, gab automatisch einen Zerstörungsbefehl aus, der alle Zünder wie erwartet zündete, nachdem das Flugzeug von der erwarteten Flugbahn abwich, an Höhe verlor und zu taumeln begann. Nach einer unerwartet langen Verzögerung nach der AFS-Aktivierung brach Starship schließlich 237,474 Sekunden nach der Zündung der Triebwerke auseinander. SpaceX hat das AFSS verbessert und requalifiziert, um die Zuverlässigkeit des Systems zu erhöhen. Also SpaceX spricht ja anscheinend immer von AFSS und nicht mehr vom FTS, also dem Flight Termination System. Und ein wichtiger Hinweis, dass es anscheinend requalifiziert wurde, wahrscheinlich mit den entsprechenden Behörden. Es geht weiter im Zitat. SpaceX hat auch eine ganze Reihe von Systemverbesserungen installiert, die nicht in Zusammenhang mit Beobachtungen während des ersten Flugtests stehen. So hat SpaceX zum Beispiel ein heiße Stufentrennungssystem Hot Staging Separation installiert und getestet, bei dem die Motoren der zweiten Stufe zünden und das Starship vom Booster wegdrücken. Zusätzlich hat SpaceX ein neues elektronisches Schubvektorkontrollsystem, TFC oder Thrust Vector Control, für Super Heavy Raptor Motoren entwickelt. Da es vollelektrische Motoren verwendet, hat das neue System weniger Schwachpunkte und ist deutlich effizienter als traditionelle hydraulische Systeme. SpaceX hat außerdem das System des Starttischs und der Startrampe erheblich aufgerüstet, um ein erneutes Versagen des Fundaments der Startrampe zu verhindern, das während des ersten Flugtests beobachtet wurde. Zu diesen Upgrades gehören erhebliche Verstärkung des Rampenfundaments und der Einbau eines Flammenabweisers, den SpaceX bereits mehrfach erfolgreich getestet hat. Das Testen von Entwicklungshardware in einer Flugumgebung ermöglicht es unseren Teams, schnell zu lernen und Designänderungen und Hardware-Upgrades durchzuführen, um die Erfolgswahrscheinlichkeit in der Zukunft zu erhöhen. Wir haben während des ersten Flugtests von Starship enorm viel über das Fahrzeug und die Bodensysteme gelernt. Rekursive Verbesserungen sind von entscheidender Bedeutung, da wir daran arbeiten, ein vollständig wiederverwendbares Trägersystem zu bauen, das in der Lage ist, Satelliten, Nutzlasten, Besatzung und Fracht zu einer Vielzahl von Umlaufbahnen und Landeplätzen auf der Erde, dem Mond oder dem Mars zu befördern. Klar, der Schluss ziemlich pathetisch, aber man muss SpaceX zugutehalten, mit diesen riesen Zielen und der Geschwindigkeit und der Wir-packen-es-Mentalität, mit der sie verfolgt werden, hat SpaceX Millionen von Menschen für Raumfahrt begeistert. Also haben die, was PR angeht, schon irgendwie was richtig gemacht. Und das kann ich auch sagen. Und SpaceX, da wird es Senkrechtstarter nicht geben. Denn erst durch die landenden Raketen von SpaceX wurde ich überhaupt wieder für Raumfahrt begeistert. Und jetzt gibt es Senkrechtstarter. Genug gesabbelt. Wie geht es denn nun weiter? Ja, also SpaceX scheint grundsätzlich ja für einen neuen Start bereit zu sein. Oder zumindest kommunizieren sie das so. Hier sollte man nicht vergessen, dass SpaceX ja schließlich auch Investoren hat, die das Gefühl brauchen, ja, es geht voran und in die richtige Richtung. Vor allem dann, wenn SpaceX befürchtet, von der Regulatorik vielleicht erstmal ausgebremst zu werden. Da will man schon mal den Anschein erwecken, dass man eigentlich nur noch den Knopf drücken muss. Das geht natürlich nur bei einem Privatunternehmen. Die NASA oder ein Aktienunternehmen haben da viel strengere Auflagen. Ja, und auch die anderen Unternehmungen von Elon Musk stehen ja in einem Zusammenhang mit Starship. Und sei es nur, weil es die Fantasie von Spekulanten beeinflusst. Googelt vielleicht einfach mal den Aktienkurs von Tesla und schaut euch dort die Kursbewegung nach großen Ereignissen wie dem Start am 20. April an. Nun gut, das nur dazu, was SpaceX und vor allem Elon Musk kommuniziert und was vielleicht hinter den Kulissen passiert. Es wird aktuell viel darüber spekuliert, ob es einen finalen letzten Test vor einem Startversuch gibt, der einem Start ähnelt, bis auf das Auslassen der Zündung. Das Stichwort ist Wet Dress Rehearsal, zu Deutsch so grob die feuchte Generalprobe, auch wenn das irgendwie falsch klingt. Egal. Tatsache ist, dass SpaceX mit seinem hardwarereichen Entwicklungsansatz aktuell mehr Hardware als Fluggenehmigungen hat. Und da man aus Fehlern am meisten lernt, hat SpaceX auch ein gewisses Interesse daran, dass bei diesen Tests maximal viel schief geht. Da aus meiner Sicht nicht unwahrscheinlich, dass SpaceX direkt einen Flugversuch startet und den Test nur in ein Wet Dress Rehearsal umwandelt, wenn irgendwas nicht richtig läuft oder es ein Problem gibt. Trotzdem kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, dass man on the go am Starttag so viel aus den Daten lernt, die man mitunter zum ersten Mal ja sieht, um dann direkt zu starten. Für mich wäre es absolut logisch, wenn man in jedem Fall erst eine Wet Dress Rehearsal macht, bevor man startet.
Eben schon gesagt, SpaceX hat ein ganz gutes PR-Gespür. Ja, dann weiß man vielleicht auch, dass bei einer angekündigten Red Dress Rehearsal vielleicht dann nicht ganz so viele Menschen zuschauen wie bei einem angekündigten Start. Immerhin der größten und leistungsstärksten Rakete. Nicht zuletzt, die Bodenteams arbeiten bestimmt auch anders, wenn Millionen Menschen zusehen und alle von einem Start reden, als bloß von einem sehr wichtigen Test. Das kann man also bei so einer angekündigten Start-Test-Rehearsal auch ganz gut testen. Was meinst du? Wird es ein Red Dress Rehearsal vor einem Start geben? Schreib mir und den anderen doch gerne unter dem Video. Für Ungeduldige folgender Hinweis: Alle meine Videos gibt's für die Schutzengel vorab und ohne Werbung. Ein Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft, den findet ihr unter dem Video. Ja, Senkrechtstarter existiert dank der Schutzengel, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Da auch hier wieder ein fettes, riesen Dankeschön an euch. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Vielen Dank. #Team Space. Ich hoffe, dir hat mein Starship-Update gefallen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. #Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.